Beeindruckt hat mich eigentlich das erst nachher. Solange ich dort stand, solange er sprach, hat mich das eigentlich null beeindruckt, um es ganz ehrlich zu sagen. Nur als ich die Wirkungen sah, bei den Rollstuhlfahrern, bei den blinden Jungen, und dann nachher, ein paar Tage später, war mein Vater, da war ich natürlich ganz anderer Meinung, das ist logisch, nicht? Dann muss man seine Meinung ändern. Er forderte die Leute, Anwesenden auch auf, an einen Angehörigen zu denken, wenn er selbst keine Gebrechen oder keine Krankheiten hätte. Und das hat mich veranlasst, an meinen Vater zu denken, der also seit dem 18. Lebensjahr, und zu diesem Zeitpunkt war er 49, immer Magengeschwüre hatte. Bei jedem Essen, vor dem Essen, nach dem Essen Medizin schlucken musste, um überhaupt zu existieren. Und das war natürlich für mich ein Anlass, an ihn zu denken. Und nach etwa 2 Tagen habe ich einen Brief von meiner Mutter bekommen, worin sie mir schilderte, dass Vater von der Arbeit heimkam. Ich weiß nicht, war das Nachmittag um 3 oder Abend um 5 oder 6, ich weiß nicht, den Zeitpunkt weiß ich nicht. Und da musste er sich übergeben. Es kam eine grün-gelbe Flüssigkeit. Meine Mutter hat das natürlich dann auf die Galle geschoben, das ist klar. Nicht? Also am gleichen Tag, wo ich am Traberhof war, ist das geschehen. Und von diesem Tage an hatte mein Vater keine Magengeschwüre mehr. Null. Ich muss auch noch dazu sagen, er glaubte genauso wenig wie ich an Gröning, da machen wir es mal nicht so. Und er hat das auch nachher nicht geglaubt, dass es durch mein Dabeisein bei Gröning war. Das hat er auch nachher nicht akzeptiert. Aber er konnte sich natürlich selber nicht erklären, warum das dann passiert ist. Nicht? Aber jedenfalls waren seine Magengeschwüre fort. Er hat also alles essen können und auch keine Medizin mehr gebraucht. Und das hat, wie ich feststellen konnte, mein Vater wurde, 86 Jahre alt. Und da habe ich festgestellt, das hat er auch bis zum 86. Lebensjahr nicht mehr gehabt. Er hatte keinerlei Magengeschwüre mehr. War vorbei. Er konnte alles essen, konnte alles trinken. Beeindruckt hat mich eigentlich das erst nachher. Solange ich dort stand, solange er sprach, hat mich das eigentlich null beeindruckt, um es ganz ehrlich zu sagen. Nur als ich die Wirkungen sah, bei den Rollstuhlfahrern, bei den blinden Jungen, und dann nachher, ein paar Tage später, war mein Vater, da war ich natürlich ganz anderer Meinung, das ist logisch, nicht? Dann muss man seine Meinung ändern. Vorher habe ich das, also ich will das gar nicht so formulieren, als was ich das angeschaut habe, nicht? Denn die Tatsachen überzeugen das andere, ich bin also keiner, der so schnellgläubig ist, aber so. Ich muss zuerst so verschiedener sehen. Auch am Traberhof erreichen Gröning wieder unzählige Briefe. Die Bitten um Hilfe und Heilung reißen nicht ab. Unter anderem wendet sich Katharina Gohr an ihn. Und dann haben wir zu Hause einmal gesagt, mein Gott, wäre das nichts für meinen Onkel. Der Mann ist nun schon seit einigen Jahren so schwer belastet mit einem vorher nie gehabten Verfolgungswahn, der vielleicht seine Ursachen in einer Verschüttung im Ersten Weltkrieg haben könnte. Es war so schlimm, wenn er ein Flugzeug kommen hörte, wenn die angeflogen sind irgendwo aus Italien her, um München zu bombardieren oder dies oder jenes, dann war er vollkommen aus dem Häuschen. Er hat geschrien, getoppt, er hat sich die Fenster mit Brettern vernagelt. Ja, er hatte nur Angst, eine abgrundtiefe Angst, sperrt sich dann in sein Zimmer ein, wird immer komischer, geht kaum mehr unter die Leute. Und wenn er wo war, dann war er, wie soll ich sagen, eigenartig und aggressiv auch teils. Und dann ging er überhaupt nicht mehr weg. Und da haben wir uns gesagt, wenn man ihm Jahre jetzt gar nicht helfen konnte, auch kein Arzt,
Nicht? Wir haben ja auch beratend einen Arzt zugezogen. Der hat gesagt, wenn der nicht will, kann man ihm ja nichts machen. Wir können ihm keine Spritzen geben, wir können ihm gar nichts tun. Na gut, der Fall wurde abgestrichen. Nicht? Er war eigentlich ein Mensch, der halt jetzt vergessen wird allmählich. Nicht? Wir durften ihm das Essen hinstellen, die Türe ging so einen Spalt auf, Essen rein, zugesperrt. Jahre. Jedenfalls habe ich mich aufgeschwungen und habe einen kleinen Brief an Herrn Grüning geschrieben. Ich habe das also geschildert, so vielleicht auch nicht mit mehr Worten, wie ich es jetzt so erzählt habe. Und ich würde es herzlich bitten, ob er sich dieses Mannes annehmen könnte. Der Brief war weg und bei uns war nur Spannung im Hause. Wird man das beachten? Wird man überhaupt den Brief anschauen? Bei Tausenden von Post jede Woche. Und eines Tages, gar nicht so übermäßig lange, ich glaube, es war eine gute Woche, kam eine kurze Antwort. Herr Grüning lässt uns mitteilen, dass er sich am so und so vielten, ich kann Ihnen leider den Tag nicht mehr sagen, mit meinem Onkel beschäftigen wird und dessen Krankheitsfall. Wir möchten doch gut aufpassen, was am so und so vielten um 18 Uhr geschieht. Bitte beobachten Sie den Mann, aber machen Sie es nicht auffällig, nicht, dass das gestört wird. Und wir haben das getan. Wir saßen schon ab 5:30 mit einer Spannung da drüben und mein Onkel hat da oben ein kleines Zimmer und auf einmal hörten wir, was beim Tag sonst nie geschah, wie er aufsperrt. Und zwar, ich sag 3 oder 5 Minuten nach 6. Kann es nicht mehr genau sagen. Ich denke, dass Herr Grüning sich vielleicht schon vorher mit ihm befasst hat. Wissen Sie, denn so schnell konnte mein Onkel sich ja gar nicht anziehen. Der war komplett angezogen, mit dem Anzug, mit Hut, hatte seinen Stock, ging die Treppe runter, ging zur Haustüre, was er mindestens, ich betone, also kann man sagen 4 Jahre, vielleicht länger, nicht mehr getan hatte. Ging zur Türe, wir hatten vorsichtshalber schon aufgesperrt, ging raus, ging an unseren Fenstern vorbei dort drüben. Und also, ich weiß noch gut, dass meine Mutter meine Hand gehalten hat, ganz krampfhaft, weil wir ja so voller Spannung waren. Ich ging dann vorsichtig vors Haus auch, um ihn zu beobachten, was er tut. Und dann hat er den kleinen Weg eingeschlagen zu einem sogenannten, wir sagen Sitzbankerl, also zu einer kleinen Aussichtsbank, die so eine Buchen, wie ein Dach oben drüber hat, so eine Buche. Und dort saß er. Das war früher sein Lieblingsplatz. Wenn er sehr ermüdet war am Abend, dann hat er gesagt, ich gehe noch mal zum Maurer Sitzbankerl. Der Grund und Boden gehört nämlich einem Hof da drüben, der Maurer heißt. Und da war er und dann kam er wieder zurück. Ich bin schnell zurückgelaufen, habe zu meiner Mutter das gesagt und wir haben beide geweint. Und ich muss auch sagen, ich verstehe das heute, dass wir so gerührt waren. Denn wenn man so eine Änderung und wirklich fast auf die Minute, ich sage immer, das berührt mich heute noch. Wenn die den dann gesehen haben, die Älteren, die sind alle stehen geblieben, haben sich umgedreht. Die haben ihn doch schon Jahre nicht gesehen gehabt. Nicht? Da hat jeder gesagt, ja mein Gott, was ist denn da passiert? Das ist ja der Schweizer Nickel. Und wenn sie ihn dann auf einmal sehen, ich sage ja, die kleinen Kinder, die hatten ja gar nicht mehr gekannt. Die haben gesagt, ja, wer ist denn das? Wer ist denn das? Für uns war es wie ein Wunder. Und das blieb bis zu seinem Tod. Freundlich, nett, ein liebenswerter Mensch. Bruno Gröning spricht auch in Radiosendungen zu den Menschen, wodurch ebenfalls Fernheilungen geschehen. Ja, also ich war 11 oder 12 Jahre alt und wir waren 6 Kinder. Und ich war die letzte, also die vorletzte von den 6 Kindern. Und meine Mutti hatte von den vielen Geburten wahnsinnige starke Hämorrhoiden. Und immer viel Schmerzen und sehr viele Beschwerden. Und die Ärzte haben das also nie in den Griff bekommen, mit Salben oder mit Zäpfchen. Es ist nie geheilt, es hat gelindert, aber es ist nie abgeheilt. Und die Mutti hat immer über starke Schmerzen geklagt.
Und ich kann mich erinnern, wir hatten so ein ganz kleines Zimmerchen neben der Küche. Und ich saß auf der Couch und habe irgendein Buch, glaube ich, gelesen. Und die Mutti saß auf so einem kleinen Tischchen unter dem Volksempfänger. So ein ganz alter Volksempfänger hatten meine Eltern. Und ich habe nur so mit dem halben Ohr gehört, dass ein Bruno Gröning im Radio sprach. Und die Mutti horchte ganz aufmerksam und ganz gebannt zu. Und ich habe mal aufgeschaut und habe die Mutti angeschaut. Und mir fiel auf, dass sie irgendwie ganz angespannt war und irrsinnig konzentriert und ja, intensiv zugehört hat. Und ganz bewusst ist mir noch die Stimme von Bruno Gröning. Er sagte irgendwie, ich weiß es nicht mehr ganz genau, kommt alle zu mir oder so ähnlich. Ich helfe euch. Irgend so ein Satz war das. Und ich weiß nicht warum, ich blickte die Mutti immer an und sie war ganz gespannt und plötzlich ganz leichenblass im Gesicht. Und sie sprang vom Tisch runter und mein Vati kam rein in das Zimmer und sagt, was ist mit dir, was ist mit dir? Und die Mutti sagt, ich habe keine Schmerzen mehr, ich habe keine Schmerzen mehr. Ich muss noch nachträglich anführen, an diesem Tag waren die Schmerzen ganz besonders schlimm. Und Mutti sagt, ich habe keine Schmerzen mehr, ich habe keine Schmerzen mehr. Und der Vati war irgendwie, der wusste gar nicht, was los ist. Und ich war auch ganz weg, weil ich wusste, die Mutti hat eben an dem Tag, war ihm sehr belastet durch diese Schmerzen. Und von dem Tag waren die Schmerzen weg. Und sie hat sich dann nachuntersuchen lassen, weil sie selbst nicht glauben konnte, dass sie also völlig beschwerdefrei war. Und ihr Arzt, ihr Hausarzt, hat sie untersucht und der Darm und innen, da wo diese Innenhämorrhoiden auch waren, das war alles glatt, alles sauber, diese ganzen Knötchen, alles weg. Meine lieben Heilungssuchenden, jeder Heilungssuchende kann nur empfangen, wenn er sich von seinem Leiden frei macht. Lassen Sie bitte von Ihrem Leiden ab. Und so sende ich Ihnen hier mit die Heilwelle, nehmen Sie sie auf, beobachten Sie Ihren Körper weiter, horchen Sie in Ihrem Körper rein, konzentrieren Sie sich darauf, was in Ihrem Körper geschieht. Es gibt vieles, das nicht erklärt werden, aber nichts, das nicht geschehen kann.